Wer in den Feiertagen reichlich geschlemmt hat, der kennt sicherlich dieses schwere Völlegefühl im Magen- und Darmbereich. Aber nicht nur durch Völlerei, sondern auch durch einen falschen Lifestyle oder durch vielleicht sogar Nahrungsmittelallergien kann das Ganze in einen Reizmagen-Darm überschlagen. Und wie ihr das wieder in Balance bekommt, das zeige ich euch jetzt. Heute möchte ich mit euch darüber sprechen, wie wichtig ein gesundes Verdauungssystem ist und dass die Ernährung eine entscheidende Rolle dabei spielt, ob wir gesund sind oder sogar mit schweren Erkrankungen zu kämpfen haben. Als erstes möchte ich wieder darauf eingehen, wie die traditionell chinesische Medizin einen erkrankten Verdauungstrakt ansieht, und das Hauptsyndrom hierbei wäre eine sogenannte Nahrungsstagnation, auf die ich gleich noch näher eingehen werde. Aber es gibt auch noch eine Folgeerkrankung, die sich Nässe-Hitze in Magen und Darm nennt. Ich bin darauf in meinem letzten Video schon eingegangen und werde es an dieser Stelle einfach nochmal oben verlinken. Wenn ihr euch näher damit befassen wollt und eben eure Magen- und Darmsymptomatik schon länger habt und eben diese jetzt in eine Nässe-Hitze-Erkrankung übergegangen ist, dann könnt ihr gerne den Ernährungsempfehlungen aus diesem Video folgen. Gerade auch bei Allergien ist es sehr, sehr wichtig, einen gesunden Darm zu haben, denn ein erkrankter Darm hat durchlässige Darmwände. Das bedeutet, dass die Schleimhautfunktion diesen Schutz verloren hat und somit alle Nahrungsbestandteile durchlässt. Also die werden dann von unserem Körper aufgenommen und manche davon werden als Krankheit anerkannt von unserem Immunsystem und deswegen bekämpft. Und daher kommen allergische Reaktionen auf Nahrungsmittel. Wie ihr also seht, sorgt dafür, dass euer Darm gesund ist, dass eure Schleimhaut diesen schützenden Effekt hat. Dann werdet ihr auch weniger an Nahrungsmittelallergien leiden. Nun kümmern wir uns aber um das Hauptsyndrombild in diesem Video, die Nahrungsstagnation. Wenn ihr einmal zu viel gegessen habt, dann kennt ihr auf jeden Fall die Hauptsymptome einer Nahrungsstagnation, die sich unter anderem äußert in natürlich Völlegefühl, manchmal sogar Übelkeit bis zum Erbrechen, saures Aufstoßen und Sodbrennen. Auch Mundgeruch sind möglich oder sogar Schlafstörungen. Auch Gliederschmerzen, weil natürlich der ganze Organismus übersäuert. Dann natürlich die typischen Symptome eines Reizdarms und einer Gastritis, also einer Magenschleimhautentzündung. Dann ein aufgetriebener Bauch und Blähungen. Hier seht ihr eine Übersicht der Symptome bei Hitze- und Kältesymptomatik eines Nahrungsstaus. Kommen wir nun auch wieder zu meinen Ernährungsempfehlungen bei einem Reizmagen und Darm. Natürlich gibt es auch hier wieder einige Lebensmittel, die euren gereizten Verdauungstrakt wieder in Balance bringen. Dabei müsst ihr auf jeden Fall beachten, ob ihr einen gereizten Magen und Darm aufgrund von zu viel Kälte oder aufgrund von zu viel Hitze habt. Als erste Selbstdiagnose könnt ihr auf jeden Fall eure Zunge verwenden. Wenn ihr zu viel Hitze in euch habt und somit einen gereizten am Magen- und Darmtrakt aufgrund von Hitze habt, dann werdet ihr einen leicht gelblichen Zungenbelag auf eurer Zunge feststellen können. Wenn es aufgrund von Kälte passiert ist, dass ihr einen gereizten Verdauungstrakt habt, dann wird der Belag eher weißlich sein. Wie man allgemein auch eine Stauung aufgrund von Hitze behandelt, erfahrt ihr auch in meinem Video über Menstruationsschmerzen. Dort ist ein ähnliches Beschwerdebild vorzufinden und ihr könnt es auch mit denselben Nahrungsmitteln therapieren. Ich verlinke es auch an dieser Stelle wieder oben. Also je nachdem, welcher Zustand bei euch vorherrscht,
werden entweder energetisch und thermisch warme Lebensmittel euren Zustand wieder verbessern oder energetisch und thermisch kalte Lebensmittel. Wie wir das wieder in Balance bekommen, dazu gleich mehr. Aber nur eins kurz vorweg. Wenn ihr unter einer akuten Gastritis leidet, ist Fasten die beste und erste Medizin, die man anwenden sollte. Es muss nicht lange sein, oft reicht vielleicht sogar noch 2 Tage. Auf jeden Fall gönnt eurem Magen- und Darmtrakt Erholung. Er kann sich auf jeden Fall selbst regenerieren. Und wenn keine schwere Erkrankung dahinter steckt, dann ist das wirklich in 1-2 Tagen wieder vorbei und ihr seid wieder voller Power und Lebensfreude. Und wenn ihr, wie gesagt, unter dieser akuten Gastritis leidet, empfehle ich euch auf jeden Fall meinen Teil 2 dieser Serie Gesunder Verdauungstrakt. Dort erfahrt ihr ganz viele nützliche Tipps, die euren Magen- und Darmtrakt auch ohne Ernährung und ohne weitere Reizungen wieder in Balance bringen können. Nun aber genug dazu, jetzt möchte ich endlich auf den Ernährungsteil eingehen. Und als erstes haben wir da auf jeden Fall den Amaranth zu nennen. Amaranth ist ein sogenanntes Scheingetreide und es ist sogar glutenfrei, auf das viele Menschen leider reagieren. Ich zum Beispiel auch. Wenn ich glutenhaltige Getreide esse, dann entzündet sich mein Magen- und Darmtrakt auch wieder. Und das umgeht der Amaranth, weil er eben dieses schädliche Gluten nicht enthält. Zusätzlich bildet er beim Kochen auch noch einen schützenden Schleim, der sich eben wohltuend und schützend um euren Magen- und Darmtrakt legt und somit wieder einen protektiven Effekt auf Reize hat. Zusätzlich enthält er auch noch viele wichtige Aminosäuren, also Eiweißbausteine, die Entzündungsprozesse abklingen lassen und eure Wundheilung auch wieder fördern. Auch die Kartoffel als starker Basenbildner wirkt heilungsfördernd auf einen erkrankten Magen- und Darmtrakt. Gerade das Kalium aus der Kartoffel wirkt schonend auf euren Magen- und Darmtrakt und neutralisiert zu viel Säure. Ihr könnt auch das Kartoffelkochwasser als sogenannte Rollkur verwenden. Wie diese Rollkur genau aussieht, erkläre ich euch in meinem Teil 2 für einen gesunden Verdauungstrakt. Beide Lebensmittel, Amaranth und Kartoffeln, wirken kühlend und sind somit bei einer Hitzesymptomatik vorteilhaft für euch. Hier seht ihr eine Lebensmittelliste über die Nahrungsmittel, die beruhigend und kühlend auf euren Verdauungstrakt wirken können. Nun möchte ich euch 2 Beispiele nennen für eine Kältesymptomatik, also Lebensmittel, die euren Magen- und Darmtrakt wärmen und somit wieder einen protektiven und schützenden Effekt auf eure Schleimhäute haben können. Erstes sind hier Haferflocken zu nennen. Haferflocken wärmen euch von innen heraus und auch wieder beim Kochen entsteht eine schützende Schleimschicht, die sich wieder um Magen und Darm legen kann und somit auch wieder die Heilung fördern kann bei Wunden. Auch Süßkartoffeln haben den gleichen wärmenden und schützenden Effekt auf euren Magen. Auch stärken sie euren Magen wieder, wenn er geschwächt ist von zu viel Nahrung und diese nicht mehr richtig verdauen kann. Auch das Süßkartoffelwasser könnt ihr wieder als sogenannte Rollkur für euch verwenden, damit euer Magen- und Darmsystem sich wieder dadurch regenerieren und heilen kann. Und nun haben wir die Lebensmittel, die euren Magen wieder wärmen und stärken. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann folgt mir gerne auf Instagram oder Facebook. Heute möchte ich euch 3 Heiltees vorstellen, die dafür sorgen, dass eure Verdauung wieder in Schwung kommt, dass Prozesse schneller abheilen können, wenn schon Entzündungen entstanden sind in eurem Magen- und Darmbereich und die auch noch dafür sorgen, dass ihr eben besser verdauen könnt. Und nun blende ich meine Heiltees ein, die ich euch empfehle. Und zwar haben wir hier den wärmenden, wenn ihr kalte Symptome habt, den kühlenden, wenn ihr Hitzesymptome habt und den Tee,
der traditionellen chinesischen Medizin. Das waren meine 3 Heilkräutertees, die ich euch gerne mitgeben wollte, denn sie sind wirklich, wirklich wohltuend. Probiert sie aus, wenn ihr Beschwerden habt, und ich hoffe, dass es euch auch so gut helfen wird, wie mir es geholfen hat und anderen Patienten. Nun möchte ich noch ganz kurz auf die Lebensmittel eingehen, die auf jeden Fall ungeeignet sind bei Magen-Darm-Problemen und die eure Symptome verschlimmern werden. Im Allgemeinen solltet ihr auf jeden Fall sehr fettige, gegrillte, heiße und alkoholische Lebensmittel und Getränke meiden, denn diese werden bei einer Hitzesymptomatik eure Symptome verschlimmern und das wollen wir nicht haben. Außerdem führen sie zu noch mehr Ausschüttung von Magensäure und führen somit zu weiteren Beschwerden und auch wieder zu schlimmen Sodbrennen. Und lasst sie weg und gleichblendig auch noch eine Übersicht dieser Lebensmittel ein, die ihr bei einer Hitzesymptomatik und auch aber bei einer Kältesymptomatik nicht zu euch nehmen solltet. Falls ihr an einer Kältesymptomatik leidet, solltet ihr auf jeden Fall sehr kalte Getränke meiden, auch sehr kalte Nahrungsmittel wie Eis, Joghurt, auch wieder Milchprodukte. Das ist alles viel zu kalt für euren Magen. Eventuell sind auch noch Südfrüchte zu meiden, die auch eine sehr, sehr kalte Thermik haben und eure Magenprobleme noch weiter verschlimmern werden. Zusätzlich schwächen kalte Lebensmittel auch noch euren Magen und irgendwann kann es passieren, dass er dann die Nahrung nicht mehr richtig verdauen kann und das kann auch wieder zu sehr schlimmen Erkrankungen führen. Bei Milch- und Fruchtsäften kann es zusätzlich dazu kommen, weil sie eben auch sehr stark diese Milchsäure oder Fruchtsäure enthalten, dass sie noch mehr durch diese Säuren eure schützende Schleimhaut schädigen und das wird eure Erkrankung auf jeden Fall nicht abheilen lassen. Diese Lebensmittel solltet ihr bitte meiden, sowohl bei einer Hitze- als auch bei einer Kältesymptomatik. Macht gerne einen Screenshot davon oder folgt mir auf Instagram. Das war auch wieder mein Teil 1 zu dieser Serie. Ich möchte noch einmal ganz kurz darauf eingehen, dass ihr wirklich bei einer akuten Magen- und Darmerkrankung ruhig mal einfach einen Tag fasten könnt. Vielleicht auch mit einer schönen Gemüsebrühe. Das ist wohltuend und heilungsfördernd oder macht einfach diese Rollkur, die ich dann noch im zweiten Teil empfehlen werde. Das wird euch wirklich sehr, sehr gut helfen, um wieder schnell auf die Beine zu kommen und ihr dann einen gesunden Magen- und Darmtrakt habt. Es war schön, dass ihr wieder dabei wart und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis bald!